Willkommen zurück bei meiner chaotischen Wohnmobilrenovierung. Ich bin Nessa und kümmere mich mit meinem Freund seit 2 Monaten um dieses 33 Jahre alte Schmuckstück. Rausgeflogen ist schon so manches. Heute beginnen die Arbeiten an diesem abenteuerlich konstruierten Hubbett und es gibt endlich ein bisschen schöner Wohnen. Und Strom von der Sonne für unterwegs. Dem Bett trauten wir von Beginn an nicht und in den letzten Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass das Ding hier gar nicht das Originalbett ist. Dem gehe ich heute investigativ auf den Grund. Man könnte auch sagen, destruktiv. Jetzt, da die Liegefläche entfernt ist, sieht man es, finde ich, noch deutlicher, dass das Ding hier einfach krumm und schief ist. Ich traue dem Ganzen nur so halb. Ich werde es jetzt mal weiter auseinandernehmen und dann können wir mal gucken, was wir da machen. Aber eins ist uns auf jeden Fall schon aufgefallen. Diese Schraube da hängt irgendwie ein bisschen seltsam. Und Indiz Nummer 10.000, dass das Bett hier irgendwann mal umgebaut wurde. Alle von diesen Schrauben, mit denen der Griff befestigt war, sind einfach massiv verbogen. Also so gehört das bestimmt nicht. Wer klebt auch PVC auf sägeraues Holz mit 1000 Tonnen Sprühkleber? Erinnert ihr euch noch an das Geräusch? Indiz Nummer 75.793, dass dieses Bett selbst gebaut ist. WTF. Draußen geht's weiter. Die Bretter bewahren wir zur Sicherheit noch auf, aber die Polster können gehen. So auch die Markise. Erstens fehlt eine wichtige Befestigungsschraube, zweitens fehlt die Markise. Warum auch immer. Also weg damit und noch mehr Dreck finden. Oh boy. One last time. So, nachdem die Fenster jetzt alle verarztet sind, das heißt alle Fenstergummis wieder drin, aua, und alle Dichtungen neu gemacht, geht es jetzt an diese beiden ungleichen Wände. Die hier ist dunkel, die da hinten ist weiß. Ich werde an manchen Stellen noch abschleifen, wo noch irgendwas raussteht, damit wir eine glatte Oberfläche kriegen. Und dann habe ich schon was vorbereitet. Wie ihr euch also wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon denken könnt, kommt das hier so hin. Und das, was übrig bleibt, da habe ich auch schon ein paar Ideen. Einfach um hier noch ein bisschen Farbe reinzubringen. Passend zum Reisethema eine Weltkarte. Ist jetzt nicht wirklich die Idee des Jahrhunderts, aber ich glaube, es sieht am Ende ganz gut aus.
Ein Vogel hat AA auf Island gemacht. Ich glaube, damit bin ich recht zufrieden. Es ist natürlich noch nicht fertig, ne? Hier fehlen an den Seiten immer noch diese Leisten. Vielleicht machen wir da auch was Halbrundes hin. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Müssen wir alles noch schauen. Heute, an diesem etwas kühlen und regnerischen Tag, geht es auf jeden Fall weiter mit den Küchentürchen da oben und noch so ein paar anderen kleinen Projekten. Ihr werdet es ja sehen. Die totgestrichenen Türen am Hängeregal haben eine Sanierung verdient, also ran an den Schleifer und weg mit der Farbe. Nach langen Stunden des Schleifens. Ich habe also die Rückseite komplett von der Farbe befreit. Das in der Mitte, das kann bleiben, denn hier kommt ein Teil von der Weltkarte drüber. Und hier werde ich jetzt mal mit einem Klarlack versuchen. Ich finde es so nämlich eigentlich ganz schön. Mal gucken, ob das aussieht. Bevor ich euch das Ergebnis zeige, gilt es noch ein paar kleine Dinge zu Ende zu bringen. Zum Beispiel die reparierten Sonnenblenden endlich wieder anzuschrauben oder sie wieder kaputt zu machen. Nebenbei bemerkt, beunruhigt mich so ein bisschen, dass wir hier zwei sehr lange, stabile Schrauben übrig haben und ich habe keine Ahnung, wo wir die abgemacht haben. Die Deckenleiste, die wir schon vor Wochen abgeschraubt haben, bekommt auch eine neue Verkleidung. Der Stoff ist noch von der Fahrerkabine übrig. Da hat wohl jemand mal im Lotto Tackernadeln gewonnen. Ich mache das ein bisschen dezenter.
noch ein ekliger Stoff darf über den Jordan gehen. Die Leiste hängt wieder, jetzt also der große Moment für die Türchen in der Küche. Ich finde, das kann sich sehen lassen, jedenfalls mehr als davor. Und damit verabschiede ich mich kurz und schmerzlos auch schon wieder für diese Woche aus dem Wohnmobil. Wir sehen uns nächsten Samstag um 18 Uhr wieder hier. Frohes Basteln, schaut mal bei Jackery rein und wenn ihr noch nicht alle Wohnmobilfolgen kennt, dann hier entlang. Bis bald!